Hallo ihr lieben Stiere, wir schauen in euer Jahr, in euer neues Jahr 25 und wir gucken, was das Jahr dem Kollektiv der Stiere in verschiedenen Bereichen mitbringt. Denkt immer dran, es ist eine kollektive Energie und ich bin gespannt, was ich euch mitgeben darf. Die Stiere 25, was bringt das Jahr? Die Stiere haben hier so eine kleine Lektion. Die Lektion hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Möglicherweise ist es so, dass es Sachen gibt, die der Chef oder die Cheffigur mit auf den Weg gibt. Das heißt, man lernt etwas dazu oder es ist erwünscht, dass irgendjemand einen Kurs macht, die Bücher nochmal wälzt oder es sind tatsächlich irgendwelche Prüfungen, die mit dem Leben zu tun haben, die hier irgendwie für Konflikte sorgen. Es kann jetzt auch sein, dass man hier mit der Vaterfigur irgendwie eine neue Erfahrung macht oder aber auch fürs Kollektiv, dass hier so eine Lektion ist, die heißt, wie bleibe ich im Vertrauen? Das Berufliche zeigt sich hier, die Arbeitskarte liegt im Haus des Hauses. Hier kann sein, man hat tatsächlich im häuslichen Bereich einiges zu tun oder man versucht Arbeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Für einige sehe ich auch im Bereich der Chefetage Wechsel. Man hat hier so ein bisschen Konflikte, die haben mit der persönlichen Lebensreise zu tun oder mit dem Unterwegssein oder vielleicht soll man auch an einer anderen Stelle arbeiten, auch das kann sein. Oder man ist an sich hier sehr viel unterwegs beruflich. Zu Hause findet ihr hier eure Stabilität irgendwie. Es kann natürlich ja auch an die Leute gehen, die von zu Hause aus arbeiten. Ihr habt im Hause des Baumes die Blumen drin. Das sind so die Sachen, wo man sich wieder vitaler fühlt, wo man im Leben irgendwas erreicht, wo man ein paar Lebensgeschenke auch vor die Füße geworfen kriegt. Das kann hier speziell im beruflichen Bereich sein oder irgendwas, was euch auch auf der Vitalitätsebene aufblühen lässt. Ich sehe, dass ihr hier sehr viel für Klarheit schafft, also sehr viel aufklärt, dass ihr Konflikte löst, die euch das Leben bietet und das zwar sehr gut auch. Man sieht es schon im Frühling, dass es so ein bisschen an Energie hat, die gleichmäßiger ist, wo da die Aufruhr ein bisschen niedriger ist und der Blick klarer. Ich habe hier auch zum Beispiel für die Selbstständigen einen Weg aus der Verstrickung heraus. Hier kann sein, dass man sich etwas Neues aneignet, dass man einen kleinen Kurs besucht, dass man ein Buch studiert, dass man auf die Papiere genau guckt. Jedenfalls ist es etwas, was bereichernd ist auf dem Bereich, ich lerne, ich studiere, ich habe mir Wissen angeworben. Und ich habe, dass es darum geht, alles, was ihr so eingesessen habt, ne, wo ihr immer die gleichen Rituale habt, dass ihr da ein bisschen mehr für Farbe sorgt. Es sind so Umbrüche auch im Umfeld zu erkennen. Es kann auch sein, ihr nehmt zu den ein oder anderen Personen oder Situationen mehr Distanz auf. Und ich habe tatsächlich auch hier nochmal eine Doppeldeutung. Ihr habt hier im Hause der Blumen, ist auch so dieser Zeitraum Frühjahr, nochmal die Möglichkeiten drin, die Wege drin. Für viele kann es sein, dass sie sich auch ein komplett neues Kapitel eröffnen oder dass sie etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, nochmal gut verdauen, verarbeitet haben, als Lektion abgehakt. Möglicherweise lernt der ein oder andere auch jemanden kennen, der ihm neue Wege mitbringt. Die Wege, die sich hier im Frühjahr auszeichnen oder die Möglichkeiten oder die Entscheidungen, die ihr hier trifft, die werden sich bis über den Sommer hier immer wieder peu à peu kleinere Ergebnisse liefern. Ich habe bei euch die Angebundenheit sehr hoch. Und ich habe tatsächlich aber, dass es auch ein Jahr ist, wo ihr so ein bisschen nochmal
Prüfungen besteht, Lebenslektionen anguckt, Dinge so regelt, dass ihr sagt, ich stehe hier für mich ein. Das könnte an sich die Lektion sein. Und erschaffe mir einen Weg, der mir mehr Möglichkeiten bringt. Für einige kann es tatsächlich sein, ich sage im Kollektiv alle Szenarien, dass sie tatsächlich nochmal die Schulbank drücken oder irgendetwas tatsächlich studieren, Wissen aneignen, so etwas. Es kann ja auch sein, dass ihr viel kommuniziert, zum Beispiel im Bereich der Ämter, die die Gesundheit betreffen. Das kann jetzt sein Krankenkassen, Rententräger, wenn ihr da irgendwas braucht oder irgendwelche Bescheide durchgehen sollen. Man sieht auch das Arbeitsamt für einige mit dabei, dass ihr da auch für euch einsteht, sagt, was ihr braucht, um zu genesen irgendwie. Es kann sein, dass euch zwischendrin mal so ein bisschen durchbeißen müsst, also für euch einstehen, auch verbal. Möglicherweise habt ihr hier auch Situationen, wo ihr Neubeginne mit Gegenüber erlebt oder wo euer Gegenüber einen Neubeginn macht, weil es Beruf und Vitalität so wollen. An sich liegt bei euch das Gegenüber im Haus der Neubeginne drin. Wenn du Single bist, hast du hier die besten Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Ich habe dass ihr aus irgendetwas eine Ernte macht und dass ihr den Weg dazu sehr klar kriegt. Ne? Was mir auch auffällt, ist, dass die Präsenz sehr nahe ist zum Geistführer oder zum Krafttier oder dass tatsächlich Vaterthemen für den einen oder anderen speziell werden, dass man da irgendwo ein bisschen beschäftigt damit ist, dass man da vielleicht auch einen Schnitt macht oder sagt, hier ist die gute Grenze, ich muss auch ein bisschen meinen Weg gehen. Oder aber tatsächlich, dass man mit Figuren aus der Vergangenheit, Ex-Partnern, nochmal so konfrontiert wird, dass man die Lektion gelernt hat, einen Schnitt macht und das so stehen lassen kann. Was ich wahrnehme, ist, dass es ein bisschen so ist, dass ihr euch genervt fühlen könnt oder dass ihr ja irgendwie so Hummeln im Hintern habt oder das Gefühl der Aufregung oder des Stresses, aber ihr findet Wege, das zu minimieren. Ne? Und zwar schon bis zum Frühjahr hin und dann seid ihr da auch wirklich bereit, Schnitte zu machen, da wo es zu viel Energie zieht. Ich habe Veränderungen an allem Vertraglichen, Verbindlichen, neue Wege in Beziehungen, möglich auch neue Arbeitsverträge. Aber ich habe tatsächlich auch, dass ihr da aussteigt, wo die Kreisläufe so sind, dass sie sehr viel Energie gefressen haben. Ich habe hier eine Doppeldeutung drin. Ich weiß nicht, wem sie gelten könnte, aber es ist so, es betrifft das Unterwegssein oder das Verreisen oder so. Da habe ich so Blockaden. Ne? Es gilt vielleicht auch an die Berufe, die viel unterwegs sind oder beruflich unterwegs sind, dass es nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt. Das kann hier speziell aber auch das Gegenüber betreffen. Und hier ist es so, dass ein Neubeginn ansteht. Es kann wirklich in Partnerschaften sein oder auch euer Gegenüber nur betreffen, aber ihr seid ja irgendwie mit involviert. Hier kommt etwas in Bewegung, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, wo ihr die Richtung wechselt, wo euch vielleicht auch das Thema Vitalität im Wege steht oder wo ihr euch einen Weg sucht, dass ihr euch, ich sag mal, energetisch wieder auftanken könnt. An das Wissen kommt ihr hier auch dran, das ihr braucht. Und ich sehe, dass ihr da aufräumt, wo ihr tatsächlich rein investiert habt und es kommt irgendwie nicht zu euch zurück. Und dann steht man da mit so einem leeren Tank und
weiß dann am Ende, man ist selber schuld und es wird sehr viel über den beruflichen Bereich gehen. Für alle, die nicht arbeiten, an die Bereiche, an denen ihr arbeitet oder mit denen ihr beschäftigt seid. Für die Selbstständigen habe ich hier die Sterne drin und hier auch das Rauskommen aus einer verstrickten Situation. Möglicherweise ist es auch so, dass ihr unabhängiger irgendwo sein könnt oder dass ihr eben, wir haben ja hier die Ämter und Behörden für einige mit dabei, Arbeit, Arbeitsamt, Krankenkassen, Rententräger, dass ihr da Nachrichten kriegt, die begünstigt sind. Aber auch wenn ihr nochmal zum Beispiel sowas wie Widerspruch oder nochmal für sich einstehen, wenn ihr da am Ball bleibt. Ne? An sich ist es ein Jahr, wo euch auch sehr viel klar wird, was in die falsche Richtung gegangen ist, wo ihr vielleicht auch sehr viel kommunizieren müsst, obwohl ihr es euch lieber ersparen würdet. Und ich sehe auch, dass ihr so ehrlich zu euch seid, ne? Dass ihr erkennt, wo gebt ihr etwas rein, das unnütz ist oder wo seid ihr so viel unterwegs, dass es euch stresst, aber nichts einbringt. Wir haben im Bereich der Herzensangelegenheiten das Kleeblatt drin. Auch hier kann für einige sein, sie haben so Herzensprojekte im kleineren Bereich, die sie umsetzen können oder sie fühlen sich wie frisch verliebt, aber manche sind auch nur kurz glücklich. Das heißt, sie überprüfen ihre Dinge auf Oberflächlichkeit. Ich habe aber hier in der Spiegelung auch die Ringe drin, also das Beziehungsleben, die Wege, die man mit jemand gemeinsam geht und da kann sich sehr wohl was auf den Weg machen, das euch so ein bisschen Glück in den Alltag zurückbringt. An sich habt ihr das Schicksalskreuz im Haus der Ringe. Hier ist eine Aufgabe. Es kann hier sehr viel um vertragliche Dinge gehen im neuen Jahr oder um Beziehungen an sich, Verbindlichkeiten. Ich sehe auch, dass ihr das Thema Freundschaft überprüft. Ihr guckt euch genau an, wo kommen die Blockaden her, die ich mitbringe, wo bringe ich etwas auf einen anderen Weg und das strahlt dann am Ende auf euer ganzes Umfeld mit aus. Ne? Ihr legt euch in euer eigenes Haus rein, das ist schon mal gut. Das ist so ein fester Platz. Man weiß, wo man steht, man hat so dieses Ding, dass man einen guten Grund hat, Untergrund. Aber man sieht halt auch viele Gedanken. Ihr beschäftigt euch damit, wo eure Träume, Wünsche, Sehnsüchte hingehen sollen und inwieweit vielleicht auch das Berufliche oder die Partnerschaft oder die Vitalität hier einen kleinen Dreh brauchen. Und was ich auch habe sehr stark ist, dass ihr so auf Situationen guckt, wo Emotionen sind, ne? Wo Verluste waren, wo ihr euch mit irgendwas beschäftigt, das auch emotional Trauer mitbringt oder auch mal Konflikte. Das kann ein Konflikt mit dem Leben sein oder hier auch speziell, dass ihr mit irgendetwas kämpft, was jetzt zum Beispiel alle Lebensthemen betrifft, die Partnerschaft oder auch Familienthemen. Wir haben im Hause des Gegenübers die Familienthemen an sich drin und auch so diese Arbeit daran, wie starte ich irgendetwas neu, wie komme ich aus einer Situation in eine neue Lebensphase. Und es geht auch um Geld. Die Finanzen liegen euch hier so ein bisschen im Rücken. Es können auch finanzielle Kämpfe sein oder dass ihr euch überlegt, wie geht es finanziell für mich, wo habe ich Themen, mit denen ich finanziell jonglieren muss oder Frieden schließen muss. Wo investiere ich in etwas oder wo sage ich hier, begrenze ich mich vielleicht lieber bei der Arbeit und habe etwas weniger Geld. Jedenfalls schließt ihr damit Frieden. Es kann auch ein Thema auf eurer Seele sein mit dem Überbegriff, wie nennt sich das?
wie versorgt bin ich, was steht mir zur Verfügung, wie weit trägt mich das Leben. Möglicherweise gibt es auch Zeiten, wo ihr so tatsächlich ein bisschen wankende Energien am Geld habt, also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Selbstwertthemen sind hier auch mit dabei. Ihr klärt sehr viel auf der emotionalen Ebene, weil ihr spürt, dass ihr irgendwo emotionale Blockaden habt immer wieder und das möchtet ihr gerne durchbrechen. Ich habe hier, das ist so Sommerzeit, ne? Im Haus der Sonne tatsächlich die neuen Türen drin. Finanziell, beruflich, freundschaftlich auch. Da spielt auch dann nochmal die Ex-Beziehung, die Ex-Kinder, für die, die welche haben, eine Rolle. Und das sind so Freundschaften, die die Seelenebene tief berühren, wo die Chemie stimmt, wo man spürt, man ist irgendwie gut aufgehoben. Und da kann auch sein, dass ihr dieses Konstrukt so überdenkt, weil ihr gerade keine Energie habt. Was ihr sonst gepflegt habt, ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Also die Blockade kann ja auch von euch selbst kommen, dass ihr sagt, so langsam, ich muss jetzt mal erst bei mir gucken. Ich habe tatsächlich schicksalshafte Veränderungen, die können ein bisschen Konflikt mit einbringen. Das sind so Veränderungen im beruflichen Bereich, berufliche Neuorientierung, Entscheidungen, die anstehen, wo auch das Thema Geld mitspielt. Das ist hier nichts Schlimmes. Es kann sein, die Situation ist irgendwie belastend oder herausfordernd und man hat viel zu tun und versucht da, das umzustrukturieren. Ich habe hier, dass ihr euch verstärkt in den ersten 3 Monaten nochmal die Familienthemen anguckt, die Selbstliebe-Themen, die Sachen, in die ihr mit Herz investiert. Die Liebe wird ein Thema werden, auf jeden Fall. Ihr verlasst hier einen sehr verstrickten Bereich, was mich jetzt nicht wundert. Ihr habt nämlich hier die Herausforderung oder das Schicksalskreuz im Bereich der Beziehungen drin. Und das sind eben die Beziehungen, die gehen in alle Richtungen, in alle Verbindlichkeiten, auf alle Vertraglichkeiten und betreffen so auch das ganze Umfeld von euch. Vielleicht werdet ihr euch hier auch bewusst, wie viel ihr eigentlich wert seid und wo ihr gerne viel, viel mehr in das investieren würdet, was ihr euch wirklich wünscht, und seid ihr so ein bisschen dabei abzugrenzen, um eure Dinge durchzusetzen, aber das Umfeld wirkt hier sehr stark und derjenige, der einen Partner hat, bei dem kann es auch sehr viel um Entwicklungen von dieser Person gehen, die dann aber auf euch mit einwirken, denn wir haben in der Mitte des Kartenblattes im Herz sozusagen das Gegenüber drin. Also nochmal, wie gesagt, für all die Singles ist es hier sehr gut möglich, dass sie jemanden kennenlernen. Es kann jemand sein, der auch von weiter weg ist oder wo Kilometer sind, dass schriftliche Kontakte eine Rolle spielen und berufliche Situationen irgendwie mit einspielen. Diese schicksalshaften Veränderungen, die öffnen euch hier tatsächlich neue Türen und man sieht es so im Sommer auch wieder mehr mit der finanziellen Sicherheit dabei. Und es ist auch ein Jahr für euch, wo ihr ein bisschen das Thema Unabhängigsein mitkriegt in allen möglichen Bereichen. Hier nochmal dieses Ding der Häutung im Bereich der Liebe, der Selbstannahme, der Selbstakzeptanz und das, was die Familien oder das Gegenüber euch ein bisschen mit in die Wiege gelegt haben. Wir schauen noch ein bisschen tiefer. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, wenn ich so nochmal drüber gucke, es werden hier Kämpfe beendet, die ihr schon
sehr lange habt, wenn nicht aus den Kindertagen heraus. Und mit der Biene sieht man euch sehr viel tun. Hier ist ja die Arbeit auch im Haus des Hauses. Hier geht es um das Thema Wohlstand. Hier braucht man sehr viel Produktivität und es ist so eine süße Energie. Man braucht Struktur und es geht tatsächlich darum, hinzugucken, wo hat die Arbeit, die du gemacht hast, keine Ergebnisse vorgebracht. Jetzt auf dem Arbeitsbereich oder auch auf dem, was man so an sich tut für jemanden. Und es geht darum, dass ihr Prioritäten setzt in eurem Leben. Entsprechende Richtungen einschlagt, die euch Möglichkeiten mitbringen. Es kann sein, dass es auch ein arbeitsreiches Jahr wird. Möglicherweise die Bienen arbeiten ja in Völkern, arbeitet ja auch mit jemand zusammen. Aber natürlich bringt die Biene auch das Thema Wohlstand mit und das Fleißigsein eben ausbezahlt wird. Dann gucken wir nach dem Krafttier. Das ist auch eine Sache hier, die euch emotional verändert. Also wo ihr vielleicht selber mit euch gekämpft habt und ihr spürt jetzt so, da seid ihr drüber oder da seid ihr euch selber näher. Es sind die Emotionen angezeigt, auch das Aussprechen von Emotionen. Hier ist das Seepferdchen mit dem Mitschöpfertum, da ist Yin und Yang, Geben und Nehmen. Und es ist wirklich sowas, wo arbeitet ihr dran, was zahlt sich aus, wo dürft ihr mehr ins Empfangen kommen und wo gebt ihr zu viel ohne Ergebnis. Eure Gedanken bestimmen hier auch natürlich, inwieweit ihr mitschöpft. Und wir haben hier noch die Gedanken bestimmen, dass ihr vielleicht überall zu genau hinschaut, dass ihr dazu neigt zu überanalysieren und dann entsteht immer mehr ein großes Gedankenkonstrukt und ihr seid gar nicht in der Emotion. Und unterm Deck habt ihr noch, lasst dir dein Leuchten nicht nehmen, also scheine bei dem, was du tust und kannst. Und jetzt wünsche ich euch ein wunderbares Jahr. Ich drücke euch und bis bald.